Schokopro steht für Live-Erlebnisse und die Umsetzung von Veranstaltungen in erstklassiger Qualität. Wir lieben es, für unsere Kunden große Bilder zu erzeugen. Wir drehen Autos, wir verschieben Wände, wir lassen Künstler durchs Publikum fliegen. Das unmögliche Projekt gibt es bei uns nicht. Egal ob Corporate Event oder Messe, Rock'n'Roll, Tourneegeschäft, mittlerweile sind wir überall zu Hause. Original, Veranstaltungstechnik, Mechanic, Bühnentechnik und Kinetik, Digital, Software, Medien und digitale Vernetzung. Immer wieder gelingt es uns dann doch, auch wirklich unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Und dann denkst du dir, wow. Schokopro, Creative Engineers. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe unserer Veranstaltung Convention Wiesbaden Campus. Diesmal mit dem spannenden Thema KI und digitale Tools in der Eventplanung. Mein Name ist Ulrike Theis und ich bin im Team von Convention Wiesbaden Standortexpertin. Ja, und ich freue mich, dass wir hier unser kleines Jubiläum haben. Denn im Oktober 2020, vor 5 Jahren, fand die erste Convention Campus Veranstaltung statt. Damals noch mit den Einschränkungen der Pandemie. Ja, und Experten von Schokopro, unserem Technikpartner und Preferred Partner hier im RMCC, wir diskutierten zusammen über digitale Veranstaltungsformate. Sehr rudimentär, Vor- und Nachteile von Streamings, Videokonferenzen. Aber das Thema traf den Nerv der Zeit, denn im digitalen Raum waren viele noch Neulinge. Ja, und das Thema künstliche Intelligenz in der Veranstaltungsplanung, das haben nur einige wenige Forscher vorhergesehen. Aber heute, 5 Jahre später, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und es zeigt sich, die Veranstaltungsbranche ist diejenige, die technische Innovationen schnell umsetzt und weiterentwickelt. Die Veranstaltung heute wird zum Beispiel dank KI transkribiert mit einem Tool namens Polyscript und im Nachgang können wir Ihnen auch die transkribierte Version zur Verfügung stellen. Näheres dazu erfahren wir aber später. Was uns in den kommenden Jahren im Bereich KI in der Veranstaltungsplanung erwartet und welche Tools bereits heute praxisreif sind, darüber sprechen wir heute. Und mit wem genau? Das sehen wir jetzt. Film ab. Convention Wiesbaden Campus. Und das sind unsere heutigen Gäste. Julia Stechel von der Proske GmbH. Sie weiß, wie KI-gestützte Tools die Planung und Umsetzung moderner Veranstaltungen bereichern können. Christiane Seelgen von Wiesbaden Kongress und Marketing. Sie hat die Antwort auf die Frage, wie bereichert KI das Kongress- und Stadtmarketing und welche Hürden sind dafür zu überwinden. Kai Ölschläger von Expo Partner. Er stellt das modulare System HubEye vor. Eine Lösung für digitale vernetzte Live-Kommunikation, die Interaktion, Content-Vermittlung und Erfolgsmessung intelligent verknüpft. Wulf Issinger und Jens Otto von Schokopro. Sie zeigen, wie man mit der Creator Box mit Hilfe von KI bei der Konzeptionsphase von Veranstaltungen neue Perspektiven eröffnet. Convention Wiesbaden Campus. Jetzt. Ich freue mich vor allen Dingen, dass Sie heute im Publikum live ins Rhein-Main-Kongress-Center gekommen sind. Aber ich begrüße natürlich auch alle digital zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Interaktion ist bei uns wichtig und damit Sie sich beteiligen können und Fragen stellen an unsere Expertinnen und Experten, bitte ich Sie, mit dem QR-Code sich auf Slido einzuloggen und mitzumachen. Ich gebe Ihnen einen kurzen Moment Zeit, denn wir starten direkt mit einer Umfrage. Und da bitte ich natürlich auch alle, die hier im Publikum sind, mitzumachen. Sie hier haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Expertinnen und Experten direkt per Handzeichen zu fragen. Meine Kollegin Annika Schad-Diederich, die sammelt ihre Fragen und die kommt auch mit dem Mikrofon zu Ihnen, wenn Sie Fragen haben.
Ja, wir starten. Und zwar möchten wir wissen, wie Ihre Erfahrungen zur Nutzung von KI sind. Wie viel Erfahrung haben Sie bereits bei der Nutzung von KI? Bisher noch keine Erfahrung. Sie haben ChatGPT zum Beispiel mal ausprobiert oder Sie nutzen KI-Tools regelmäßig. Die Antworten sind natürlich auch wichtig für unsere Referenten, damit wir so ein bisschen einordnen können, wo wir stehen. Und ja, ich selber nutze KI fast schon täglich, sei es privat, um mein Wissen zu vertiefen oder eben auch beruflich. Wir nutzen es zur Verbesserung unserer Mailings, zur Optimierung von Texten oder eben auch zur Recherche und zur Vorbereitung von Kundenveranstaltungen, wie zum Beispiel dieser hier. So, da wird noch ein bisschen Kopf an Kopf rennen, aber nutze KI-Tools regelmäßig. Das ist sehr schön. Wir haben hier also klar quasi lauter Profis. Studien zeigen, dass die Mehrheit in KI und sehr wahrscheinlich auch Sie eine große Chance sehen, doch es bleibt auch eine Zurückhaltung, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Datenschutz geht und Verantwortung. Deshalb die nächste Frage an Sie. Sehen Sie den Einsatz von KI bei Events als Chance oder als Risiko oder Sie wissen es noch nicht genau? Auch darauf gehen wir später noch ein. Okay, definitiv. Eben haben wir schon gesehen, Chance war 79%. Ja, dann starten wir direkt. Chancen, Risiken und was KI bringt. Kommen wir zu unserer ersten Expertin, Julia Stechel. Herzlich willkommen, Julia. Hallo Ulrike, ich freue mich sehr, da zu sein. Hallo. Ja, was ich besonders sympathisch finde, ist dein Ansatz, dass KI sinnvoll eingesetzt werden soll, und zwar um uns den Arbeitsablauf zu erleichtern, aber uns auch die Arbeit nicht wegzunehmen. Oder ja, was ist denn deine tägliche Routine mit KI? Wie hat sich das verändert? Ja, tatsächlich, wenn ich mal zurückdenke, vor 2 Jahren, vor einem Jahr habe ich KI rudimentär benutzt, so wie es hier auch gerade war, mal ChatGPT. Mittlerweile muss ich sagen, ist KI komplett bei mir, aber eben auch bei uns in der Agentur komplett angekommen. Ich arbeite jeden Tag eigentlich rund um die Uhr mit KI. Sehr schön, dann starten wir direkt in deine Keynote und ich bin gespannt, was du für Tipps hast, wie KI den Alltag von Veranstaltungsplanenden bereichern kann. Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen was aus meinem privaten, persönlichen Leben, aber eben auch von uns Proskas Agenturleben zu erzählen. Und mein Vortrag heißt KI trifft Sinn. Und ich möchte erstmal starten mit dem großen Thema, was ist denn die KI und was ist sie eben nicht? Ich war dieses Jahr 2-mal bei Google in Zürich. Es waren KI-Workshops und dort hat ein Google-Entwickler einen sehr spannenden Satz gesagt, der sich wirklich bei mir eingebrannt hat und den ich natürlich mit euch allen auch sehr gerne teilen möchte. Der Satz war nämlich, die KI ist einfach verdammt gut in Mathe. Ich lasse das mal kurz sacken. Ihr seht auch an dem Schaubild. Also fangen wir vielleicht erstmal an, was ist die KI nicht? KI ist kein Mensch. KI hat keine Emotionen, KI ist nicht kreativ, KI hat kein Bauchgefühl, hat keine Intention. KI ist nicht menschlich. Ne? Also alles, was uns Menschen ausmacht und gerade in der Veranstaltungsbranche, wo es um Emotionen geht, darum geht, wirklich auch langfristige Emotionen und Erinnerungen zu kreieren, das alles kann die KI nicht. Die KI ist einfach verdammt gut in Mathe. KI kann Zusammenhänge gut verstehen, KI kann Daten gut analysieren, KI kann vorausschauende Themen behandeln, KI kann Zusammenhänge, Analysen, aber eben alles nur auf der Basis der Mathematik. Aber erstmal vielleicht zu mir. Wer bin ich überhaupt? Also, ich bin Julia, ich arbeite für die Eventagentur Proske. Wir haben nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum, wir machen seitdem Events, Veranstaltungen in jeglicher Art und Weise. Mein Aufgabenbereich, ihr seht es hier, ich bin auf der einen Seite Account Manager, das heißt, ich arbeite sehr intensiv mit unseren Kunden zusammen, ich bin stark im Beratungswesen zuständig, eben begleite unsere Kunden von A bis Z durch die komplette Veranstaltung, Konzeption etc. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Design Thinking Coach, das heißt, ich mache sehr viele Workshops, alle, die von Design Thinking vielleicht schon mal was gehört haben.
Design Thinking ist eine agile Methode und im Zentrum dieser agilen Methode steht immer der Mensch. Und vielleicht ahnt ihr schon, worauf ich hinaus möchte, und ich erzähle das ja auch alles nicht wegen mir, sondern einfach, damit ihr meine Reise auch ein kleines bisschen besser verstehen könnt. Meine Reise mit KI hat nämlich ungefähr so angefangen. Wahrscheinlich wie bei sehr, sehr vielen Menschen, auch hier im Publikum. Das erste Mal, als ich von KI gehört habe, habe ich mir gedacht, was macht man damit? Was soll ich damit machen? Wie gehe ich damit um? Wo geht die Reise hin? Also sehr viele Fragezeichen, sehr viel Skepsis. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit den Tools zu beschäftigen, einfach mal auszuprobieren, so eine gesunde Neugier da reinzulegen und zu gucken, wo geht denn die Reise hin und wie kann mir denn die KI überhaupt meinen Arbeitsalltag irgendwie erleichtern. Und heute sieht es so aus. Das heißt, ich habe es vorhin schon erwähnt, also ich arbeite wirklich den gesamten Tag mit der KI. Fast morgens, wenn ich meinen Rechner hochfahre, es dauert, glaube ich, keine 10 Minuten, habe ich schon meine ersten Prompts mit ChatGPT oder ähnlichen Tools am Laufen. Warum? Ich generiere Ideen mit der KI. Ich nutze KI tatsächlich sehr als Sparring-Partner. Manchmal auch sehr lustig, weil ich mit der KI manchmal auch rede wie mit einem Menschen. Also ich benutze tatsächlich auch Sprachsteuerung der KI, wenn ich zu faul bin zum Tippen und zu viele Ideen in meinem Kopf habe und sage, ich will einfach drauf losreden. Was ihr mit Sicherheit alle kennt, Textgenerierung. Na, das war auch tatsächlich so meine Anfänge, Texte zu generieren in verschiedenen Sprachen, Bilder, Videos zu generieren. Und so habe ich mich Stück für Stück an dieses ganze Thema KI rangetastet. Ich nutze viele, viele Tools, da komme ich aber später noch dazu. Und ich habe einfach gemerkt, erstens, wie mir die KI meine Arbeit erleichtert. Und man kommt ja auch fast irgendwie nicht mehr dran vorbei, muss man jetzt auch mal so sagen. Jetzt aber mal weg von mir. Wie nutzen wir denn die KI im Agenturleben? Na, also wir als Proske, wie nutzen wir die KI? Sehr ähnlich zu dem, was ich mit der KI mache. Also auch hier viel Recherche, vor allem Kreativprozesse, zeige ich euch gleich ein paar Beispiele. Kreativprozesse haben sich extrem entwickelt während der Zeit, wo wir jetzt KI nutzen. Das heißt, wir können viel mehr ausprobieren, wir können im Team viel mehr Ideen generieren, mal ausprobieren, daran rumschrauben. Genau. Was wäre noch wichtig? Workshop-Vorbereitungen. Ulrike hat vorhin gesagt, Transkriptionen beispielsweise auch richtig toll, auch im Agenturleben, gerade in Zusammenarbeit mit Kunden. KI, Übersetzungen beispielsweise auch toll. Chatbots haben wir auch schon ausprobiert. Also ihr seht schon, da ist viel in Gange. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist nicht dasselbe Wissensstand bei all unseren Mitarbeitern. Das muss man einfach auch mal sagen. Ich bin wahrscheinlich so der Heavy-User bei uns. Es gibt aber auch Kollegen, die tatsächlich noch gar nicht oder auch nur ein bisschen rudimentär mit der KI gearbeitet haben. Sicherlich eine Herausforderung, vor der wir stehen, aber so vielleicht mal das aktuelle Bild. Jetzt habe ich euch versprochen, dass ich euch ein paar Beispiele zeige, wie wir KI nutzen. Das hier beispielsweise war für einen Pitch, den wir vor 3 Wochen gemacht haben. Riesen-Pitch, keine Zeit und wir standen vor der Herausforderung, wie machen wir das? Und wir hatten eine erste Ideenfindung im Workshop und haben dann erstmal ein Moodboard erstellen lassen, was tatsächlich wunderschön geworden ist. Auf Basis dessen haben wir dann einen Key-Visual erstellt. Wir haben weitere tolle Ideen ausprobiert, eben mit Key-Visual, haben gesagt, was könnte man denn alles tun? Wir sind weitergegangen, haben Stage-Design einfach mal ausprobiert. Und das hier, das ist ein ganz tolles Beispiel, weil ich immer noch so begeistert bin. Ihr seht dieses Bild von einem Hotel mit Stufen und das Thema Treppenbranding, Stair-Branding ist was wir gerne machen, was wir auch gerne anbieten, was aber in der Erstellung des Bildes relativ lang dauert. Und wenn man einen Pitch macht, wenig Zeit, schwierig. Ich habe das ganze Thema in die KI gegeben und habe innerhalb von einer Sekunde dieses Bild bekommen, habe einfach gesagt, nimm dieses Bild, klatsch mir bitte einmal das Key-Visual drauf und es hat funktioniert. Und ja, damit möchte ich euch zeigen, also das sind gerade im Kreativprozess wahnsinnig tolle Ideen, wie wir das nutzen können. Aber damit nicht genug. Ein kleiner Blick in die Zukunft von Proske und wie wir mit der KI im Alltag arbeiten möchten. Ich habe schon erwähnt, ich war bei Google und auch das Thema KI-Agenten.
schwebt im Raum, hat sicherlich auch schon der ein oder andere sich damit mal auseinandergesetzt. Wir sind wirklich gerade, und das ist jetzt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, wir sind gerade dabei, wirklich auch KI-Agenten zusammen mit Google für uns aufzusetzen. Wir haben Anwendungsbeispiele erstmal suchen müssen, die für so ein kleines Pilotprojekt machbar wären. Und dabei ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, Analyseagenten beispielsweise, Datenabgleichagenten. Ne? Wenn man sich überlegt, Excel-Listen miteinander abgleichen, dauert wahnsinnig viel Zeit. Und da arbeiten wir eben gerade dabei, Agenten für uns umzusetzen. So, jetzt habe ich viel erzählt über KI-Tools, was es alles gibt, was machbar ist, woran wir arbeiten. Aber die große Frage, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen tollen neuen Tools? Und ich liebe dieses Bild. Man sieht dieses Schweizer Taschenmesser mit 80 Millionen verschiedenen Tools. Und am Ende bleibt aber immer die Frage, wem soll das denn jetzt was nutzen? Ne, und da komme ich jetzt zu dem Thema KI sinnhaft einsetzen. Wie schon anfangs erwähnt, ich bin Design Thinking Coach. Im Zentrum des Design Thinking Prozesses steht immer der Mensch. Ne? Also Mensch steht im Fokus. Und ich will gar nicht zu extrem und zu schnell jetzt zu tiefgreifend auf die einzelnen Prozesse eingehen im Design Thinking, aber vielleicht nur ganz kurz im Schnelldurchlauf. Also ihr seht, in der Mitte steht der Mensch. Und zuerst im Design Thinking Prozess erfasst man die Zielgruppe. Also um welche Menschen geht es überhaupt? Für wen planen wir ein Event? Für wen ist diese Veranstaltung gedacht? Daraus versuchen wir dann, die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppe zu erfassen. Also, wer ist meine Zielgruppe? Wer sind die Menschen? Was ist denen wichtig? Was sind ihre Bedürfnisse? Was sind vielleicht ihre Pain Points? Wenn wir das geschafft haben, dann können wir Personas erstellen. Spoiler, ich zeige euch auch gleich welche. Genau, sobald wir die Persona haben und erfasst haben, was ist deren Problem, was ist deren Bedürfnis, dann gehen wir in die Ideengenerierung. Das heißt, dann werden wir kreativ und überlegen, wie können wir die Bedürfnisse erfüllen und wie können wir tatsächlich die Wünsche der Zielgruppe auch erfüllen. Dann geht es eigentlich ins Prototyping und dann geht es ins Testing. So, jetzt habe ich für euch, wie gesagt, 2 Personas dabei. Ich habe viel über Theorie jetzt gesprochen. Diese 2 Personas ist keine Theorie. Das ist ein aktuelles Projekt, an dem wir als Agentur arbeiten. Und die Personas, die ich euch gleich zeige, sind auf Basis von Feedback, also gesammelten Daten, Feedback vorheriger Veranstaltung zusammengetragen. Und wir haben diese Personas erstellt. Die erste Persona ist quasi unsere Teilnehmergruppe. Sie heißt Sarah und wir hören uns mal an, was Sarah zu sagen hat. Video go. Junge Teilnehmerinnen erwarten heute Events, die mehr bieten als gute Vorträge und schöne Bühnen. Im Mittelpunkt stehen Erlebnisse, die aktiv einbinden, inspirieren und persönlich relevant sind. Entscheidend ist, dass ein Event Sinn stiftet, dass klar wird, warum man teilnimmt und welchen Mehrwert die Inhalte haben. Formate mit Raum für Austausch, Begegnung und authentische Gespräche werden besonders geschätzt. Auch existiert das Bedürfnis nach aktiven Workshops, die selbst ausgewählt werden, eben nach Themen, die für den Einzelnen zu dem Zeitpunkt relevant sind. Außerdem sollte genug Zeit vorhanden sein, um Gelerntes zu verarbeiten, aber eben auch für Netzwerken mit anderen. Auch digitale Tools oder KI spielen eine Rolle, wenn sie helfen, individuelle Interessen besser zu treffen oder das Erlebnis insgesamt zu verbessern. Am Ende zählt das Gefühl, dass die investierte Zeit etwas bewegt hat, durch neue Ideen, Motivation und echten Mehrwert. Man möchte am Ende nach Hause fahren und die Gewissheit haben, dass die investierte Zeit wertvoll und sinnhaft genutzt wurde. Genau. Also, wir haben Sarah kennengelernt. Übrigens, auch dieses Video, was ich euch gerade gezeigt habe, ist mit der KI erstellt, falls ihr euch schon gewundert habt. Also, was hat Sarah uns denn gerade erzählt? Sarah hat uns erzählt, sie möchte gerne Workshops haben, aber nicht nur irgendwelche random Workshops, sondern Workshops, die für sie sinnhaft sind. Außerdem hat sie gesagt, sie möchte sich ihre Workshops auch gerne selber auswählen können. Also sie möchte sozusagen die Agenda für sich so zusammenbauen, wie sie das auch für sinnhaft hält. Sie sagt uns außerdem, sie möchte noch genug Zeit zum Netzwerken haben mit Kollegen. Sie möchte außerdem noch genug Zeit haben, um die Inhalte, die sie gelernt hat, in den Workshops
zu verarbeiten. Und grundsätzlich soll das gesamte Event Mehrwert bringen und Sinn stiften für Sie. Jetzt habe ich einfach mal ein paar Vorschläge, wie man hier in diesem Fall mit einer KI weiterarbeiten könnte. Jetzt haben wir verstanden, wer ist Sarah, was ist ihr wichtig. Und man könnte jetzt beispielsweise die KI hierfür nutzen, dass man sagt, okay, man macht eine erneute Umfrage nach Themen, die für die Zielgruppe interessant sind und skaliert das. Also lässt sich auswerten, welche Themen sind im Ranking ganz oben. Und man pickt sich beispielsweise diese Themen raus, die für die Mehrzahl der Teilnehmer interessant sind. Als zweites könnte man sagen, okay, wir haben jetzt eine Vielzahl von Workshops, wir haben vielleicht irgendwelche Keynote-Speeches. Trotzdem herrscht ja auch der Wunsch nach bisschen mehr Zeit zum Netzwerken etc. Das heißt, hier kann uns die KI tatsächlich auch helfen, eine Agenda zu kreieren. Und zwar auch eine Agenda, die mehrstufig ist, also die modular ist. Und on top, quasi als Cherry on the top, könnte uns die KI sogar noch mit der Themenauswahl weiterhelfen und sagen, hey, wenn die Zielgruppe folgende Themen interessant findet, könnte eventuell noch ein folgendes Thema spannend sein für einen weiteren Workshop, eine Keynote oder Ähnliches. Das war jetzt also unsere Teilnehmergruppe. Jetzt habe ich eine zweite Persona dabei. Sein Name ist Thomas. Thomas ist ein bisschen aus der anderen Richtung, nämlich vom Organizer, also quasi nicht uns als Agentur, sondern unser Auftraggeber aus dem Upper Management, der dieses Event organisiert. Wir hören uns mal an, was Thomas zu sagen hat. Video go. Event-Organizers im Management legen heute besonderen Wert auf Veranstaltungen, die klar strukturiert, relevant und nachhaltig geplant sind. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, Budgets sinnvoll einzusetzen und Erlebnisse zu schaffen, die Inhalte spürbar transportieren. Für viele Entscheiderinnen zählt nicht die größte Show, sondern ein durchdachtes Konzept, das Kopf und Herz anspricht, mit Formaten, die inspirieren und motivieren. Auch Themen wie Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit spielen eine zentrale Rolle, etwa durch gut erreichbare Locations und Bahnreisen für alle Teilnehmenden. Der Einsatz von KI wird positiv bewertet, wenn er hilft, Prozesse zu vereinfachen oder Inhalte gezielter zu vermitteln. Am Ende soll das Event verbinden, Orientierung geben und den Mitarbeitenden Energie und Motivation für das kommende Jahr mit auf den Weg geben. Ja, das war Thomas, auch KI generiert. Thomas sieht das Ganze ein bisschen aus einer anderen Perspektive, trotzdem sind auch einige Punkte, wo er sagt, ja, es ist zeitgleich oder ähnlich wie Sarah gesagt hat. Für Thomas ist natürlich wichtig, dass Budgets vernünftig eingesetzt werden, ne? Dass nicht Geld rausgeschmissen wird für ein großes Wow, aber am Ende vielleicht zu wenig Geld für Workshops, sinnige Themen etc. ist. Er hat außerdem gesagt, strukturierte Erlebnisse, also Struktur ist ihm wichtig, Erlebnisse ist wichtig, Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit, ne? Also gerade auch, wie komme ich zum Veranstaltungsort, ja, und am Ende auch wieder der Mehrwert. Auch hier, wie kann uns die KI unterstützen? Also Budgets smart planen. Klar, die KI ist jetzt nicht unser Budgetplaner, sollte es auch nicht sein, aber KI kann uns tatsächlich Möglichkeiten geben, wo Geld eingespart wird. Also auch hier wieder als Sparing-Partner mit reinzunehmen und zu sagen, wie kann ich dann besser mit dem Budget, was gibt es für andere Ideen, das Budget sinnvoller und sinnhafter zu nehmen. Außerdem Budget Savings, wir haben vorhin drüber gesprochen, also quasi KI-Übersetzer. Ihr wisst, denke ich, alle, was Simultanübersetzungen kosten. Das ist wahnsinnig viel Geld. Vielleicht gibt es auch smartere Möglichkeiten, das anders umzusetzen. Transkriptionen beispielsweise ist auch ein großes Thema. Auch das Thema Nachhaltigkeit mag ich. Hatte ich vorhin auch schon mit ChocoPro drüber geredet. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Tools, auch KI-gestützt, die uns dabei helfen können, nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Genau. Das waren meine zwei Personas aus dem echten Leben, aus einem richtigen Projekt. Und jetzt komme ich so ein bisschen gegen Ende meines Vortrags. Also, was ich damit sagen möchte, es gibt eine Vielzahl an KI-Tools, die wir einsetzen können, die sinnvoll sind, die uns die Arbeit erleichtern.
Man sollte das aber alles tatsächlich mit Sinn machen, also uns immer wieder darüber bewusst werden, was tun wir eigentlich. Wir organisieren Veranstaltungen, das ist ein People-Business, es geht um Menschen. Also erstmal den Mensch verstehen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Probleme, wie können wir die tatsächlich lösen, denn dann wird das Event erfolgreich. Und am Ende, wenn wir das kombinieren miteinander, schaffen wir echt einen Mehrwert. Und, always keep in mind, die Magie passiert tatsächlich zwischen Menschen und nicht zwischen Mensch und Maschine. Damit komme ich zum Ende. Technologie ist a tool. Es geht aber tatsächlich nicht um das Werkzeug, sondern wie wir es einsetzen. Ich habe sehr schnell gesprochen. Wem es zu schnell war, hier noch ein KI-generierter Podcast über das, was ich gerade erzählt habe. Ihr könnt das gerne scannen, euch downloaden und auf dem Heimweg nochmal in Ruhe anhören. Und ich war sogar in Zeit. Ich habe extra Gas gegeben. Ja, Punktlandung würde ich sagen. Vielen Dank, Julia, für diesen kurzweiligen und inspirierenden Einblick. Ich glaube, der Einsatz von Persona, um Veranstaltungen zu konzipieren und individueller zu gestalten, das wird auf jeden Fall in Zukunft eine gute Möglichkeit sein. Ich hoffe es. Das ist eine Herzensangelegenheit auch. Ja, apropos, was müsste denn deiner Meinung nach für ein KI-Tool entwickelt werden, damit man Veranstaltungen so konzipiert, dass sie unverwechselbar sind, dass sie so eine hohe Begehrlichkeit haben, dass man da hingeht und immer wieder kommt? Ja, das ist eine gute Frage. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung, wo ich gerade gezeigt habe. Also KI-Agenten, die mich einfach dabei unterstützen. Beispielsweise die KI, die weiß, es ist ein wiederkehrendes Event, das waren die Learnings, das war das Feedback und mir dabei schon direkt hilft, Vorschläge macht, wie die Veranstaltung besser umzusetzen ist. Aber man muss dazu sagen, wir sind immer noch gebraucht, weil an uns hängt das Herz, wir können übersetzen, wir haben ein Bauchgefühl, wir wissen, was Menschen wollen und das kann die KI beispielsweise nicht. Ich frage jetzt mal meine Kollegin Annika, ob es Fragen aus dem Chat gibt. Annika? Ja, tatsächlich. Wir haben eine Frage bekommen an Julia. Ja, durch den Einsatz von den KI-Tools, die du uns jetzt hier vorgestellt hast, gewinnt ihr ja sicherlich auch doch schon die ein oder andere Zeit. Wie nutzt ihr die denn, diese gewonnene Zeit im Team oder du jetzt persönlich? Sehr, sehr spannende Frage, mag ich. Ja, tatsächlich ist es jetzt so, wenn ich jetzt meinen Arbeitsalltag betrachte und sagen wir einfach mal, die Zeitersparnis sind 50%, dann heißt es nicht, dass ich nach 4 Stunden sage, so und jetzt war es das Feierabend. Nee, ich nutze die dazu gewonnene Zeit tatsächlich, um mich mehr mit dem Kunden, mehr mit der Thematik zu beschäftigen, also tatsächlich qualitativ tiefer in die Materie einzusteigen. Ja, und Weiterbildung natürlich. Ne? Weiterbildung ist auch ein großes Thema, gerade in diesem Thema. Ja. Danke. Gerne. Nee, sonst, es sei denn, jemand im Publikum hat noch Fragen? Okay. Sie können ja alle noch ein bisschen nachdenken. Sie können auch gerne weiterhin über Slido Ihre Fragen schicken. Ja, wir hier im Reimann-Kongresscenter haben später noch Gelegenheit, uns mit dir auszutauschen und vielleicht neue Personas zu entwickeln, Zukunftsszenarien zu spinnen. Erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Danke. Ja, wir haben schon gemerkt, die Eventwelt befindet sich im Wandel. Künstliche Intelligenz eröffnet neue Wege, Prozesse effizienter zu gestalten und Kommunikation zu verbessern. Ja, und vor allen Dingen Teilnehmenden ein persönliches Erlebnis zu bieten. Und ich freue mich nun, mit Christiane Seelgen über Praxisanwendungen von KI zu sprechen. Herzlich willkommen, Christiane. Hallo und schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, danke. Und Uli, ganz zu deiner Verfügung. Ja, wir starten einmal und zwar hatten wir vorhin eine Umfrage und es nutzen ja schon sehr, sehr viele KI und das ist auch so ein Stimmungsbild, was wir in einer aktuellen AUMA-Studie gerade gelesen haben. 72% der Befragten sehen KI als Chance, 60% nutzen sie bereits für Texterstellung und 40% immerhin schon nutzen Chatbots und virtuelle Assistenten. Ja, und die Zahl zeigt, sie ist in den letzten Jahren stark gestiegen, die Akzeptanz wächst und der praktische Nutzen nimmt deutlich zu. Ja, und zum Thema Nutzen. Wie nutzt denn die Wiesbaden Kongress und Marketing GmbH künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag?
Und in welchen Themenfeldern kommen diese Tools zum Einsatz? Ja, du hattest es ja schon mal vorher gesagt, einige haben ein sehr großes Verständnis und tun uns ganz privat auch schon sehr viel. Wir als WCM sind eine 100%ige Tochter der Stadt Wiesbaden und da beginnt für uns auch der etwas andere Umgang mit Datenschutz, mit welchen Zugängen können wir geben. Wir haben von der Julia schon ganz viele tolle Sachen ja gesehen und gehört, was man sich machen lässt. Wir können das noch nicht alles einsetzen, nicht weil wir es nicht können und nicht wollen, aber es gibt natürlich für uns ein bisschen anderer Umgang mit Datenschutz und mit Regeln und wir wollen natürlich alle Mitarbeiter mitnehmen, weil wir haben gesehen, die AUMA-Studie sagt auch, 25% sind unentschlossen, 3% sehen großes Risiko. Es war jetzt auch ein bisschen in deiner Umfrage ja schon zu sehen, dass es da auch noch Leute gibt, die nicht so wirklich damit so einhergehen oder das im Alltag nutzen wollen. Und die müssen wir trotzdem als unsere Mitarbeiter ja auch mitnehmen. Und die wollen wir auch mitnehmen. Dementsprechend haben wir dann natürlich eine gewisse Sorgfaltspflicht auch und haben uns auf den Weg gemacht, das erste Tool auch zu kreieren, zusammen mit Rheingau. Wir sind als Wiesbaden-Rheingau im Tourismus sehr stark tätig und haben da einen Chatbot kreiert, der das Arbeiten erleichtert, den Mitarbeitern eine Möglichkeit gibt, auf Daten zuzugreifen, die aber verifiziert sind. Das ist ein geschlossenes ChatGPT, also nicht die offene Welt, sondern geschlossener Rahmen, die Informationen liegen vor. Also ich muss nicht 5-mal nachschauen, wo ich jetzt die Marktkirche finde und was die alles kann und wie Stufen das sind, sondern das wird mir schon vorgegeben. Und das ist für die Mitarbeiter sehr, sehr hilfreich, für Pressetexte. Wir haben das auch für Angebote und da wollen wir einfach auch Ihnen als Kunden, als Gast natürlich eine schnelle Antwort geben und das können wir durch so ein Tool und das wird im Moment gerade ausgerollt. Und die AUMA-Studie zeigte ja auch, dass 40% Chatbots nutzen oder virtuelle Assistenten. Was gibt es denn da für Themen? An welchen Themen arbeiten wir denn in dem Bereich? Ja, auch hier, also wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir eigentlich ja gerne direkt mit unseren Kunden arbeiten, aber wir wissen auch, wir sitzen abends als Verantwortlicher um 9 auf der Couch, überlegen, oh mein Gott, ich muss noch schnell was vorbereiten für morgen. Die Konferenz, die stattfinden könnte im Rhein-Main-Kongress-Center, um ein Beispiel zu nehmen, gibt es da überhaupt für 3000 Leute Möglichkeiten? Wie groß muss denn der Raum sein? Was gibt es denn da im Rhein-Main-Kongress-Center? Was kann ich danach denn machen, damit ich meinem Chef nächsten Morgen das eine Idee geben kann, was ich da vorschlagen würde? Und um 9 Uhr abends ist niemand mehr erreichbar. Und da sind wir gerade dabei, einen Voicebot an den Start zu bringen. Wir sind da in der ersten Phase. Da müssen wir noch schauen, wie das alles läuft. Wir müssen schauen, dass die Qualität stimmt. Aber mit dem beschäftigen wir uns und sind da auf einem guten Weg. Okay, jetzt bin ich neugierig geworden. Das klingt nämlich nach spannenden Perspektiven. Da können wir auch mal reinhören? Hast du uns was mitgebracht? Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Das ist wirklich noch in der Testphase. Ich wurde auch gefragt, wann der an den Start geht. Wir können es noch nicht sagen. Wir arbeiten da in einige Personen wirklich Vollzeit dran, aber es ist gar nicht so einfach. Aber hier schon mal ein Eindruck. Okay, dann Ton ab. Guten Tag, willkommen bei der Touristinformation Wiesbaden. Ich bin Lilly, dein persönlicher KI-Assistent. Was kann ich heute für dich tun? Bin demnächst auf einer Veranstaltung im Rhein-Main-Kongress-Center und plane meinen Aufenthalt dort. Beschreibe mir, wo das RMCC gelegen ist und was sich im nächsten Umfeld befindet. Schön, dass Sie zu einer Veranstaltung ins RMCC nach Wiesbaden kommen. Das RMCC liegt mitten in Wiesbaden, angrenzend an den Park der Reisinger Anlage und nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt. Gegenüber befindet sich das Museum Reinhard Ernst, ein beeindruckendes Museum für abstrakte Kunst. Gleich daneben liegt das Museum Wiesbaden. Wenn Sie etwas Zeit zwischen den Veranstaltungen haben, lohnt sich ein Spaziergang zum Marktplatz oder ein Besuch in einem der beiden Museen. Soll ich Ihnen ein Hotel empfehlen, das fußläufig zum RMCC liegt? Oder lieber Restaurants mit typisch hessischen Gerichten? Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung und auch ein großer Service für unsere Kunden. Aber das klingt jetzt so unkompliziert, was die Lilly da so antwortet. Ist das denn tatsächlich in der Praxis auch so? Oder wie kommt man dahin, dass das für den Nutzer so unkompliziert und einfach klingt?
Ja, wie das was schon mal so ist, eben der Teufel liegt im Detail. Nein, das ist nicht einfach. KI klingt einfach und die Lösung für alles. Dieser VoiceBot braucht natürlich eine Quelle, denn wir sind da natürlich dafür da, zu gucken, dass die Informationen auch richtig laufen und dass die richtigen Informationen zum richtigen Menschen ausgespielt werden. Und wenn Sie Veranstalter sind, möchten Sie andere Informationen als der Gast, der gerade die T-Info betreffen oder besuchen möchte. Dementsprechend brauchen wir eine Datenquelle im Hintergrund und wir müssen natürlich diese Informationen verifizieren und dann muss noch die richtige Tonlage getroffen werden und. Also wirklich sehr, sehr detaillierte Arbeit, um da wirklich eine gute Qualität und guten Service für den Kunden, für den Gast rauszubekommen. Und da sind wir auf dem Weg, aber es dauert noch etwas und wir sind in intensiven Tests da, um halt auch wirklich eine gute Qualität und wirklich das richtige Thema zu finden. Mhm. KI bietet auf jeden Fall große Chancen, aber gerade im öffentlichen Bereich ist das Thema Datenschutz ja extrem wichtig. Das ist ja auch ein Themenfeld, auf das du spezialisiert bist. Wie gelingt es denn, auf der einen Seite innovativ zu sein, aber auch Datenschutz hoch anzusiedeln weiterhin und trotzdem aber auch die Entwicklung voranzutreiben? Ja, es ist eine schmale Gratwanderung. Wie schon gesagt, wir sind nicht in den USA, wir sind nicht in China. Wir sind, wie schon gesagt, im öffentlichen Umfeld tätig und da muss man genau abwägen, wann man was tut, was ist möglich, was können auch die Mitarbeiter mitgehen. Nicht jeder ist auf der gleichen Wissenshöhe und dementsprechend müssen wir da sehr vorsichtig sein. Wichtig ist uns, dass Sie als Gast, als Kunde diese Informationen, sagen wir mal so, bekommen und dass unsere Mitarbeiter den Weg auch mitgehen können und da auch ein Verständnis für haben. Das ist uns ganz wichtig dabei. Sehr gut. Ich habe gerade gehört von Annika, es gibt eine Frage hierzu zu Christiane. Komm doch gerne zu uns. Ja, genau, Christiane. Die Frage, die hier reinkam von Jens, wird Lilly, der VoiceBot, auch verschiedene Sprachen sprechen? Ja, unbedingt, weil wir haben ja natürlich Gäste, internationale Gäste, egal ob im Konferenzbereich oder auch in der touristischen Umfeld. Der wird natürlich auch Sprachen erkennen können. Also wir sind natürlich jetzt erstmal mit Englisch, mit Holländisch, mit den europäischen Sprachen unterwegs, aber wollen da jetzt nicht alles überstürzen. Man merkt auch hier, Piano. Aber wir wollen natürlich auch die Sprachen anbieten können, die dann auch abgefragt werden. Okay. Danke dir. Hat jemand im Publikum gerade noch Fragen? Nein? Gut. Dann gehe ich mal wieder raus. Ja, dann auch an der Stelle erstmal vielen Dank. Wir haben später noch die Möglichkeit, uns mit dir darüber auszutauschen. Aber ich sehe schon, Lilly und die Einsatzmöglichkeiten sind gerade für uns als Destination und auch Betreiber von mehreren Locations sehr sinnvoll. Vielen Dank. Danke euch. Ja, wir haben eben schon gehört, wir hatten jemanden von der Agentur da, aus dem öffentlichen Bereich. Und jetzt möchten wir wieder von Ihnen wissen, in der Veranstaltungsplanung oder in welchen Bereichen von Veranstaltungen können Sie sich denn den Einsatz von KI gut vorstellen? Nehmen Sie bitte wieder mit an unserer Umfrage. Das ist jetzt eine Wortwolke. Sie können einfach Ihre Ideen dort eingeben. Und ich freue mich, wenn wir ganz viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten bekommen. Konzeption. Tatsächlich die Vorbereitung für die Veranstaltung. Dabei hat uns natürlich auch ein GPT geholfen, um einfach die Texte nochmal durchzugehen, dass sie flüssiger werden. Also das Thema Textoptimierung wird auch bei uns eingesetzt. So. Okay. Ja. Ich lasse das einfach mal laufen, so lange, und kündige schon mal unsere nächsten Referenten an. Denn eine der Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz oder digitale Tools sind auch Veranstaltungen mit Ausstellungen. Viele unserer Kunden hier im Rhein-Main-Kongresscenter kommen aus dem medizinischen Bereich und haben Fachausstellungen mit dabei. Und auch da stellt sich die Frage, wie kann man denn digitale Tools einsetzen, um Interaktion am Stand zu fördern und vor allen Dingen das Besuchererlebnis zu steigern? Antworten darauf hat Kai Oehlschläger. Herzlich willkommen, Kai. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, bei medizinischen Kongressen ist natürlich ganz oben das Thema Compliance-Richtlinien.
Gibt es denn Möglichkeiten, digitale Tools auch für diese Kunden einzusetzen bei Veranstaltungen? Absolut, vielen Dank für die Anmoderation. Grundsätzlich ist es natürlich so, und das werden wir gleich auch sehen in den paar Impressionen, die ich mitgebracht habe, dass digitale Tools verbreitet sind. Wir sind ja hier Dauergast im RMCC, mindestens mal einmal im Jahr, wenn der Internistenkongress hier stattfindet, der DIGIM. Und gerade hier die Halle hinter uns voll ist von Unternehmen, die hier ihre klassischen Messestände aufbauen und dort eben auch digitale Anwendungen nutzen in den verschiedensten Ausprägungen. Was wir eben immer nur sehen, ist dabei ganz viel Potenzial häufig verschenkt wird, weil es immer sehr aufwendig ist, die Anwendungen aufzusetzen, den Content überhaupt erstmal aufzusetzen und sich dann immer die Frage stellt am Ende des Tages, was bleibt übrig, was habe ich davon und was hat es gebracht. Sehr gut, da sind wir direkt beim Thema und ich überlasse dir die Bühne. Vielen Dank. Also, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein darf heute für Expo-Partner. Wie gesagt, wir sind häufig hier zu Gast, aber auch in Deutschland und Europa immer dann, wenn es um medizinische Fachkongresse geht, also sozusagen medizinische Fachgesellschaften ihre Jahrestagungen machen und da auch die Industrie zugegen ist und ausstellt. Wir machen ähnlich wie meine Vorrednerin auch Events für Unternehmen, aber vor allen Dingen auch Messeauftritte, Messestände und die begleitende Kommunikation und das, wie man hier sieht, eben hauptsächlich für Unternehmungen aus der pharmazeutischen Industrie. Heißt, bisschen ein Nischenthema. Warum? Weil wir in einem hochregulierten Bereich unterwegs sind. Es gibt wahrscheinlich keine Branche, wo Kommunikation so reguliert ist, in dem, was man sagen darf, in dem, was man machen darf, wie diese. Aber die Prinzipien und Mechanismen, die ich heute ein bisschen mitgebracht habe, glaube ich, werden alle die wiedererkennen, die B2B-Events machen und auch die B2B vielleicht auch mal eine Messe, ob klein oder groß, einen Messeauftritt gestalten. Ja, die Fragen, die wir uns immer stellen, meistens auch unsere Kunden, sind immer dann, wenn es um eine Veranstaltung geht, bevor sie losgeht. Wenn wir gebrieft werden, wenn es zu so einem Kongress losgeht, sind es häufig so 6 bis 9 Monate das erste Mal vorher, manchmal auch ein bisschen wenig, aber bei größeren Auftritten geht es also so ein halbes Jahr vorher los. Und das Schwierige da ist eigentlich immer, zu verstehen, was ist eigentlich mein Ziel mit so einer Veranstaltung, was ich dort machen möchte. In unserem Bereich HCP, Healthcare Professionals, also die Ärztinnen und Ärzte, was verstehen wir eigentlich genau, was die dort wollen, wie sie Informationen konsumieren wollen und wie ich als Aussteller das auch ideal bedienen kann, um den Kontakt, den ich dort generiere, so wertvoll wie möglich zu machen. Und in der Nachschau dann messen wir das auch? Und das kann ich schon mal spoilern, in der Regel nicht. Also das heißt, man muss verstehen, so ein Messestand ist eigentlich im gesamten Marketingmix so wahrscheinlich das teuerste Instrument, die teuerste Marketing-Einzelmaßnahme, die Sie machen können. Und lustigerweise wird die überhaupt nicht gemessen. Es gibt kein Marketinginstrument, was wahrscheinlich so viel Bauchgefühl hat und so wenig Messbarkeit wie diese. Kann gut sein, wenn es nicht hinterfragt wird, aber unser Anspruch ist natürlich, gerade jetzt auch in Zeiten sinkender Budgets, wollen wir gerne, dass wir vom Bauchgefühl mehr wegkommen, hin zur Messbarkeit und auch einen Nachweis machen können. Und da geht es schnell auch darum, eben um die Frage, wenn der Stand wieder abgebaut ist, was passiert dann? Sozusagen, wie geht es weiter? Was machen wir auch mit den gewonnenen Insights, mit den gewonnenen Gesprächen? Und das sind eigentlich immer die wiederkehrenden Probleme, die wir dort sehen. Das heißt also auch vor allen Dingen keine Ziele, die ich mir vornehme, die ich auch jemandem übertrage und wo ich hinterher ins Gespräch gehe, das auch zu messen. Kein Follow-up. Auch die Gespräche, die ich vor Ort geführt habe, ich glaube, das ist auch eine Besonderheit, vor allen Dingen in unserer Branche, durch diese hohe Regulierung. Wir haben eigentlich wenig, wenn ich mit Messeunternehmen mich unterhalte oder auch mit Veranstaltungsplanern, die für andere Kunden aus anderen Branchen arbeiten, merke ich, vieles geht viel einfacher. Hier sind die Standards eben so hoch. Das heißt also, dass wir Lösungen brauchen, ein Follow-up zu organisieren, den Kontakt, der vor Ort geführt wurde, auch ins Nachfeld zu übertragen. Ja, und da haben wir versucht, Antworten darauf zu finden.
digitale Tools, wie gesagt, existieren, aber sie sind isoliert, sie sind nicht eingebettet und sie spielen nicht gut zusammen. Und da haben wir eben vor einigen Jahren angefangen, uns darüber Gedanken zu machen und eigene Lösungen am Ende auch zu entwickeln. Und das ist auch soweit in dem Sinne validiert. Das heißt, wir machen bei Kongressen auch regelmäßig unsere eigenen Befragungen und Umfragen. Haben wir auch gesehen. Es gibt im deutschen Markt in unserem speziellen Fall niemanden, der das macht. Es gibt keine Daten, auch Bauchgefühl. Da wollten wir weg und haben eben Daten erhoben. Und ein Bedarf, den wir da sehen, ich glaube, das lässt sich aber auch auf andere Branchen übertragen, ist dieser Wunsch nach mehr Interaktivität. Und da, glaube ich, sind digitale Anwendungen eine super Möglichkeit, eben Interaktivität zu verbessern als Werkzeug, wie wir es auch im letzten Vortrag gerade eben schon gehört haben. Und wie man sieht, fand ich spannend über die Altersgruppen, wir haben das auch mal so ein bisschen ausgewertet, unterscheidet sich dieser Bedarf gar nicht so sehr. Ganz konkret haben wir nochmal gefragt, wenn du, lieber Besucher des Kongresses, dir aussuchen könntest, wenn du Material mitnimmst, wie möchtest du es haben? Digital oder im Papier? Goldstandard ist Papier, kann ich auch schon mal spoilern. Ist eigentlich durchgängig, dass 3 von 4 sagen, 2 bis 3 bis 3 von 4, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es lieber digital mitnehmen. Und das ist natürlich klasse, weil das eröffnet uns natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Allerdings, das Bild ist, glaube ich, jetzt 4 Wochen alt, sieht das in der Regel so aus. Das ist das, was uns dann tatsächlich begegnet. Auf dem iPad läuft vielleicht noch ein PDF, was man durchswipen kann, aber ansonsten sind es die Flyer und es ist völlig entkoppelt. Und wenn der Kongress rum ist, weiß ich eigentlich gar nichts. Bestenfalls weiß ich, wie viel Papier ich ausgegeben habe, aber wer das liest, was damit passiert, who knows. Darauf basierend haben wir ein System entwickelt. Ich bin seit 2017 bei Expo-Partner, gab es schon mal eine Konzeptstudie und es gab auch einen Namen, auch wenn es das System noch nicht gab. Das war der, was ist gerade eben schon gesagt, der Hubby. Ist falsch ausgesprochen eigentlich, aber es ist ein schöner Marketing-Trick. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden den Namen nicht vergessen, jetzt wo Sie diesen Drive einmal im Kopf haben und diese Dissonanz. Also, der Hubby ist unser System, alles, was wir so machen am Stand und möglichst auch darum herum miteinander zu vernetzen und Digitalisierung zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, aber auch Insights zu generieren und die Marketingmaßnahmen für unsere Kunden effizienter und effektiver zu machen. Das Grundkonzept ist eigentlich so, wir haben ein Datenhub, ein zentrales System, da läuft alles zusammen. Und wir können an diesen Hub verschiedene Module andocken. Das System ist auch nicht fertig. Das heißt, wir können auch weiterentwickeln, neue Bedarfe entdecken, neue Systeme anflanschen. Was wir im Moment haben, sind Module, die ich Ihnen jetzt einmal kurz zeigen will und ich zeige Ihnen auch, wie das Ganze zusammenspielt. Das heißt, zum einen haben wir gesehen, wir brauchen eine Lösung für Gruppendiskussionen, die es dem Standpersonal ermöglichen, Inhalte mit den Kunden am Stand besser zu besprechen. Man muss sehen, die Branche, in der wir unterwegs sind, es geht um verschreibungspflichtige Medikamente. Es ist ein mega abstraktes Thema und man hat nichts, was man in die Hand nehmen kann. Es geht um abstrakte Wirkmechanismen, es geht um Erkrankungsmechanismen. Man hat in der Regel auch keine Pille, die man in die Hand nehmen kann und wenn, dann sehen die Pillen alle gleich aus. Also es ist sehr abstrakt und da haben wir uns gefragt, was können wir also tun, was kann Technik tun, was kann Technik heute leisten, um das attraktiver zu machen, spannender zu machen und eingängiger zu machen. Also das, was Live-Kommunikation im besten Sinne eigentlich auszeichnet, sozusagen diese Ebenen zu verbinden. Also auch physische Impressionen mit einzunehmen und zu verbinden mit dem, was ich höre und dem, was ich sage und dementsprechend die Lernkurve zu verbessern. Und gleichzeitig haben wir eine Lösung dran angeflanscht für die Vernetzung sozusagen über die Veranstaltung hinaus und wir wollen es auch alles messen. Das heißt, alles, was passiert, wird gemessen, wird getrackt und wir können es auswerten im Nachgang. Ja, ich zeige Ihnen hier mal so das Kernstück für diesen, ich sag mal, Diskussionsbereich, wir nennen es den iReality, ein kapazitiver Screen als Tisch verbaut, der ist auch skalierbar, also sozusagen in der Größe so, dass gut
Gruppen von 3, 4, 5, 6 Menschen um den Tisch herumstehen können und gemeinsam Inhalte besprechen können, entdecken können. Das Besondere daran, kapazitiv, was heißt das? Man kann ihn nicht nur touchen, das ist gewohnt und gelernt, sondern er funktioniert mit 3D-Objekten, die wir individuell gestalten können, die sogenannten Marker. Und jeder Marker kann für ein Thema stehen mit Inhalten, die ich darauf mache. Und sobald ich diesen Marker auf die Fläche lege, öffnet sich eine Themenwelt. Das Ganze zeige ich mal nur so kurz angedeutet hier. Also das heißt, ich kann den Marker drehen, ich kann ihn frei auf den Tisch bewegen und ich kann insofern auch sehr flexibel in Gesprächen interagieren. Ich kann auch mit mehreren Menschen am Tisch sprechen, mehrere Themen gleichzeitig besprechen. Ich kann die Inhalte auch spiegeln auf eine Wand. Also es ist extrem flexibel und in dieser Kombination der verschiedenen Ebenen, die wir hier haben, eben sehr eindrücklich und eingängig. Ich kann die Marke individuell gestalten, also wir können 3D-Drucke rauf machen bei den Themen, die wir für gewöhnlich besprechen, für Organe zum Beispiel oder für andere Themen, die für die Wirkstoffe, für die Medikamente stehen. Und so ergibt sich eben eine Situation, wo es auch dem Standpersonal leichter gemacht wird, sozusagen Gruppendiskussionen am Stand zu führen. Das ist vernetzt, das lässt sich auch kombinieren, zeige ich gleich mit eben anderen Tools daraus, wie eben dieser digitalen Kongresstasche. Wir brauchen aber noch, das will ich noch kurz dazu sagen, eine Lösung, die im Kleineren funktioniert. Also eigentlich das, was man sagt, so die gewöhnlichen iPads, die man überall am Stand sieht, wo dann eben die typischen Sales-Folder hinterlegt sind. Das wollten wir so ein bisschen standardisieren, aufbrechen. Bei uns geht es immer um Effizienz. Also wie können wir nicht jedes Mal vom Neuen anfangen, Inhalte zu erstellen, sondern Veranstaltungen duplizieren, skalieren und auch hier standardisieren und messbar machen. Und das ist die Idee des iPoints, wie wir es nennen. Das heißt also, wie eigentlich eine standardisierte Anwendung, ein Template für E-Detailings und Folien, die am Stand gezeigt werden. Beide Lösungen sind jederzeit auch remote veränderbar. Das heißt, wenn sich Änderungen ergeben, wenn neue Inhalte aufgespielt werden sollen oder auch gelöscht werden sollen, können wir das von überall machen. Wir müssen nicht bei der Messe vor Ort sein, sondern es ist vollständig remote. Und das Ganze lässt sich kombinieren mit dem sogenannten iBasket, also der digitalen Kongresstasche. Von den Devices selber können wir jegliche Materialien, die die Kunden abgeben wollen, digital hinterlegen. Man kann sie direkt während des Gesprächs gemeinsam in die Kongresstasche legen. Man gibt die E-Mail-Adresse ein und versendet eben diese persönliche Kongresstasche. Es geht eine E-Mail raus, das heißt, ich habe einen sehr hochwertigen Kontakt im Nachgang, vor allen Dingen auch bei den Kunden. Das ist auch in unserem Kontext wichtig, die kein Consent abgegeben haben, kontaktiert werden zu dürfen. Da komme ich normalerweise nicht rein. Das ist das Problem, weil ich diese Kunden nicht erreiche. Hier ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, eben auch ohne Consent diese E-Mail zu verschicken. Und ich bin drin, habe eine Conversion und kann von dort aus meine Kunden eben weiterleiten auf meine eigenen Kanäle. Und hier sieht man eben, wie das an so einem Tisch dann zum Beispiel auch zusammenspielen kann, wo eben an diesem Tablet links die Kongresstasche interagiert mit dem großen Tisch und eigentlich in der Gesprächssituation beides nativ ineinander übergeht. Und wir können es auch, hier nur kurz angedeutet, noch erweitern um eine Consent-Abfrage. Das ist auch sehr wichtig, die auch dann zusammenarbeitet mit den CRM-Systemen unserer Kunden. Kleines Feature noch, sozusagen bevor wir gleich zur Auswertung kommen, noch, wir können es auch erweitern, ist ganz spannend, um NFC-Technologie. Das ist eigentlich das, was wir im Moment ganz stark einsetzen, was besonders gemocht wird. Sie kennen das vielleicht von Vapiano, wenn Sie da sind und dieses Kärtchen bekommen, womit Sie dann sozusagen im Laden interagieren und alles, was Sie bestellen, dort raufgeladen wird. So ähnlich ist es hier auch, mit der Besonderheit, dass es nicht eine Karte sein muss. Es kann auch alles andere sein, aber auch zum Beispiel eine Visitenkarte des Außendienstes, wo dann die Materialien, die man gemeinsam besprochen hat, draufgelegt werden, wird dem Kunden mitgegeben und es bleibt viel mehr im Gedächtnis, bestenfalls im Portemonnaie, als ein Flyer, den ich in der Kongresstasche habe und hinterher wegwerfe. So sieht das dann oder kann es in der Praxis aussehen. Also wir können das auch integrieren. Wir haben eine eigene Produktion. Wir bauen ja alles selber in dem Sinne für die Kunden auch am Stand. Man kann es auch auf Wände machen. Also diese Gegenstationen, diese NFC-Technologie sind unsichtbar und wir können sie theoretisch auch hinter Stoffgrafiken verstecken.
All das, was passiert, läuft zusammen in ein Dashboard. Das heißt, die Kunden, die Eventverantwortlichen haben immer Einblick, was am Stand passiert. Sie haben Einblick, wie viele Karten werden aktiviert, an welchem iPad, an welchem Stand. Jedes Einzel-iPad kann ich mir anschauen, wo werden welche Inhalte abgerufen und welche Inhalte werden genau wie besprochen, zu welchen Tageszeit werden sie besprochen. Man sieht zum Beispiel, ist sehr interessant, wie die Performance so von Kongresstag zu Kongresstag runtergeht. Das ist ein Fakt, bisher Bauchgefühl, aber wir können es zeigen. Das hilft natürlich den Verantwortlichen auch am Ende auf ihre Teams einzuwirken und zu schauen, wie können wir die Performance verbessern. Aber ich weiß auch zum Beispiel, welche Dokumente verschickt wurden und wie viele Dokumente wurden wirklich von der Landingpage runtergeladen. Also das heißt, es schafft Transparenz und wir können am Ende eben sehr genauer sagen, wie hat das funktioniert. Am Ende natürlich auch auf dem Content-Level gesprochen, was ist der Return on Invest für dich? Und kleiner Ausblick, KI kann hier natürlich, wir haben es hier drin noch nicht implementiert, auch wenn wir als Kreativagentur viel auch mit KI-Anwendungen arbeiten, wie ähnlich schon besprochen, aber auch hier gerade im Bereich der Auswertung, im Bereich des automatisierten Auswertens und der Learnings kann uns KI ganz sicher weiterhelfen. Ja, normalerweise dürfen wir nicht darüber sprechen, was wir so machen, eben weil es um verschreibungspflichtige Medikamente geht und wir meistens leider nicht die Genehmigung unserer Kunden erhalten, das öffentlich zu stellen. Einen Kunden haben wir und das ist ein Video vom Deutschen Krebskongress und das will ich Ihnen zum Schluss gern noch einmal zeigen. Es gibt wohl kaum ein Unternehmen im pharmazeutischen Bereich, was in den letzten Jahren so einen radikalen Imagewandel vollzogen hat wie Merck. Optisch wie strategisch. Wir sind eines der lebendigsten Wissenschafts- und Technologieunternehmen in Deutschland und für uns als pharmazeutische Sparte ist es natürlich eine Herausforderung, diesen Anspruch als agiles, modernes Unternehmen auch in unseren Aktivitäten widerzuspiegeln. Für uns war wichtig, einmal das Lebhafte und Lebendige unserer Marke auch am Deutschen Krebskongress wiederzufinden und wiederzuspiegeln. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Aber uns war auch wichtig, unsere digitalen Elemente und Kundeninteraktion fließend in ein Kongresserlebnis einzubetten. Und ich glaube, auch das ist uns sehr gut gelungen. Wir stehen eigentlich immer bei Kongressen vor der Herausforderung, wie machen wir eigentlich Erfolg messbar und hatten da bisher keine befriedigende Antwort. Deshalb bin ich jetzt sehr froh, dass wir eigentlich mit zum ersten Mal eine wirklich objektive Antwort durch die Nutzung der digitalen Inhalte erhalten können, auch anderer Maßnahmen, die wir hier im Stand implementiert haben, um auch uns die Rückmeldung zu geben, kommt das, was wir uns in der Theorie überlegt haben, auch in der Praxis bei unseren Kunden an. Und da freue ich mich schon sehr auf die Auswertung. Insbesondere in der Onkologie gilt Merck heute als einer der Innovationsführer. Wir fanden, dass sich diese Konsequenz auch im Messestand widerspiegeln sollte, sowohl im herausragenden Design als auch in einer besonderen Nutzererfahrung und einem guten Nutzererlebnis in der Beratungssituation. Ja, danke Kai für diesen schönen Vortrag. Ich finde gerade nochmal, das Video hat gezeigt, wie es gehen kann im Vergleich zu dem Foto mit den Flyern. Und ja, es muss nicht immer KI tatsächlich sein, sondern digitale Tools, gerade bei ja, Messeständen und bei der Interaktion bei solchen Business-Events, ist eben auch noch nicht alltäglich. Ihr habt ursprünglich das Hubby für Pharmakunden entwickelt, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt auch noch andere Anwendungsgebiete. Was denkst du, wo könnte man, in welchen Bereichen oder Branchen könnte man das noch einsetzen? Ja, genau. Also wir kommen klassisch vom Messestand hier auch im pharmazeutischen Kontext, aber ich glaube, man versteht, wenn man das Prinzip dahinter sieht, dass es universell anwendbar ist. Also das heißt, wir haben Anwendungsszenarien angefangen vom musealen Bereich, von Events. Wir haben Kunden mit Jahrestagungen, Innendiensttagungen, Außendiensttagungen, wo natürlich genauso Inhalte besprochen werden, im Kleinen wie im Großen und wo es genauso darauf ankommt, auch eine Nutzerreise anzubieten und gerade auch zum Beispiel diese NFC-Technologie bietet unglaubliche, ungeahnte Möglichkeiten, was man damit machen kann. Also auch von Schnitzeljagden, die man damit macht, Aufgaben, die man lösen muss. Also Gamification, großes Thema, kann man machen. Das heißt also, wenn die Technologie einmal da ist und das System grundsätzlich implementiert ist, kann einem viel einfallen. Und dazu hatten wir auch noch Fragen aus dem Chat, Annika.
Ja, tatsächlich. Kai, Beate Leidig fragt dich unter anderem, was denn so circa so ein KI-Table kosten würde. Kannst du da eine Zahl aufrufen? Eine eindeutige oder immer gültige Antwort ist natürlich schwierig, weil wir auch verschiedene Szenarien haben. Grundsätzlich hängt es vor allen Dingen auch davon ab, welchen Content bringt der Kunde mit. Das heißt, wir haben den Hardware-Aspekt und den Content-Aspekt. Und häufig ist es so, dass der Content-Part eigentlich viel aufwendiger ist, wenn wir aus dem Nichts entwickeln müssen. Und es wird natürlich umso günstiger, je langfristiger ich denke. Das ist, glaube ich, allgemein auch was wir sehen bei Kunden. Wir haben Kunden, die haben die Hardware zum Beispiel gekauft und haben sich committed, das über einen längeren Zeitraum bis zu 3 Jahre einzusetzen und das auch wirklich in der Organisation auszurollen. Und da habe ich natürlich ganz andere Skalierungseffekte, als wenn ich es nur bei einem Kongress mal ausprobiere und alles aufsetzen lasse. Grundsätzlich kann man aber sagen, für so einen Tisch müsste man rechnen im normalen Einsatz so ab 15.000 € geht's los. Danke dir. Ich schaue noch mal, hier ist noch eine andere Frage. Wo setzt denn Expo-Partner KI bereits konkret ein, sei es also in der Planung, in der Umsetzung oder in der Nachbearbeitung von Kongressen und Events? Ja, wir haben ja als Expo-Partner die Situation, wir sind eigentlich ein Hybrid. Also wir sind ein voll integriertes klassisches Messebauunternehmen mit der ganzen Wertschöpfungskette, also von der Planung, Architektur, Design bis zur kompletten Produktion. Wir sind aber auch, haben diesen Agenturaspekt drin. Da, wo es als erstes bei uns angekommen ist, ist natürlich in der Kreation, also in diesem Agenturpart, in dem konzeptionellen Part. Wir haben Grafikabteilungen, die das zur Bildoptimierung nutzen und damit experimentieren. Wir haben natürlich aber auch gerade in so Routineaufgaben, ich glaube, das überschneidet sich ziemlich mit dem, was wir gerade eben gehört haben, Rechercheaufgaben und auch Unterstützung beim Formulieren von Texten, Lektorat. Das sind so die Sachen, wo wir die tiefhängendsten Früchte haben, wo wir am schnellsten Effekte erzielen. Aber wir sehen ein ganz breites Spektrum und experimentieren. Für uns ganz wichtig, wir haben ein System bei uns jetzt eingebettet, eine Software, die einen hohen Datenschutzstandard hat, wo wir also sicherstellen können, dass auch keine Modellierung stattfindet über die Kunden hinweg. Und das ist uns ganz wichtig, das mit den Kunden, wenn wir es dann machen, gemeinsam zu machen. Okay. Dankeschön. Ja, danke euch beiden. Wir können später noch weiter Fragen klären. Vielen Dank. Ja, nach den Einblicken, wie KI genutzt werden kann oder besser gesagt digitale Tools, wie digitale Tools genutzt werden können für datengetriebene Kommunikation, kommen wir jetzt zu einem anderen Anwendungsgebiet. KI kann nämlich auch Sparringspartner sein für kreative Prozesse. Und ja, da komme ich doch zu unserem Team von Schokopro, die bereits seit 5 Jahren uns hier begleiten und heute vorstellen, wie KI kreative Prozesse begleiten kann. Hallo Wulf, hallo Jens. Hallo liebe Ulrike. Hallo Ulrike. Ja, wie nutzt denn Schokopro KI bereits auf Veranstaltungen? Was gibt es da für Einsatzgebiete? Schokopro ist ja ein Partner in der Production Company, würde man auf Neudeutsch sagen, für Veranstaltungstechnik, Bühnentechnik und auch digitale Projekte. Und in unserem Logo, da gibt es so ein Claim, so eine Subline, die heißt Creatives Engineers. Und das passt eigentlich ganz gut zu uns, weil dieses Engineers, das beschreibt unsere technische Seite, sage ich jetzt mal. Und unter dem Aspekt, du hattest vorhin eingangs schon erwähnt, die Veranstaltung heute wird transkribiert mit Polyscript. Das ist ein KI-Tool, was wir entwickelt haben zur Transkription, für Untertitelungen, für Übersetzungen in verschiedene Sprachen, um die zugänglich zu machen, auch so ein bisschen unter dem Gedankenansatz von Inklusion. Und das setzen wir viel ein. Die Ergebnisse sind sehr schnell verfügbar hinterher, auch für Videos oder Social Media und so weiter. So. Und das zweite Wort, das ist dieses Creatives. Wir sind häufig, und das machen wir auch super gerne, ganz früh in der Konzeptionsphase von Veranstaltungen schon auch mit am Tisch. Als Impulsgeber oder Ideengeber für technisch kreative Lösungen und so weiter. Und ja, dieses Creatives, das ist der Aspekt, unter dem wir uns natürlich auch der Technologie von KI nähern wollen. Mhm.
Ja, wir sehen hier schon was. Ihr habt nämlich etwas mitgebracht, die sogenannte Creator Box. Wir haben es vorhin im Trailer schon gehört. Jens, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diese Box zu entwickeln und wie funktioniert das denn? Ja, also wie Wolf jetzt gerade sagte, wir sind auch Creatives. Das heißt, seit über 40 Jahren begleiten wir eigentlich auch unsere Kunden immer wieder bei kreativen Prozessen. Und also bei großen Live-Events, bei Markeninszenierungen und bei digitalen Formaten. Und da kam es immer wieder zu der Situation, dass zu wenig Zeit da ist, aber unbedingt was Neues gewünscht wird. Und da habe ich auch ein kleines Zitat noch aus der Vergangenheit von einem renommierten Creative Coach, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sagte, dass Zeitdruck der Tod jeder Kreativität ist. Und er hat da dann aber so ein paar Methoden, um das Ganze dann doch zu beschleunigen. Und das war zum Beispiel, dass man sich vorstellt, dass das Produkt, was man bewerben will, einfach nicht mehr den Gesetzen der Physik gehorcht. Das heißt, es ist schwerelos oder es kann durch die Zeit reisen oder wie auch immer. Und dadurch entstehen neue Impulse. Und wir haben dann daraus verschiedene Parameter abgeleitet, aus unserer Erfahrung heraus auch, die alle wichtigen Dimensionen von so einem Kreativkonzept abdecken und haben diese dann in 8 Kreativwürfel, Symbolwürfel übersetzt. Und das ist auch schon ein Hauptbestandteil, der wichtigste Teil unserer Creator-Box. Da steckt das AI auch schon im Titel drin. Die setzt sich zusammen aus dem Handbuch. Und da ist ein Kugelschreiber-Haftnotiz dabei, aber das Spannendste sind eigentlich die Würfel. Da sind also diese Symbole drauf. Ich mache dir das einfach mal hier in die Box rein. Vielleicht kannst du mal mit uns würfeln. Genau. Ja, gerne. Das ist jetzt übrigens auch eine Premiere, oder? Ja, sozusagen. Ja, Premiere, also wir müssen jetzt ein bisschen Unboxing machen, so heißt das, glaube ich. Ja, ich darf dir den Würfelbecher überreichen. Ja, okay. Ich würfel einfach. Ja. So. Ein bisschen zusammenrücken. Also auf der Box und auch im Handbuch ist dieser QR-Code. Damit kommt man dann halt auf unsere Seite. So, und was sehen wir denn jetzt hier? Ja, also die haben wir farblich unterteilt. Die grünen Würfel sind zum Beispiel für Interaktion. Da sind also 2x6 Seiten für Interaktion, die man machen kann. Also haben wir biometrische Daten. Hier haben wir Robotics und Laser- und Lichteffekte. Das sind dann die Ausspielungen. Das ist hier eine Großveranstaltung in der Arena. Der violette Würfel ist für Benefits zu sehen. Und dann haben wir hier Energie als ein Element des Einflusses. Und dann haben wir noch den digitalen Prozesswürfel. Das wäre jetzt hier eine Datenvisualisierung. Und jetzt mache ich... das wäre jetzt also sozusagen das Briefing, was du reingibst, ne? Ja, macht man ja auch öfter mal würfeln. Ne? Gerade so bei Budgets zum Beispiel. Na klar. Ich mache jetzt ein Foto davon. Das wird jetzt an unsere Seite geschickt und sobald ich auf Konzept erstellen gehe, fängt die KI an zu rattern und macht aus diesen Impulsen, aus diesen Parametern dann ein Kampagnenkonzept. Also das ist jetzt natürlich nur ein erster Wurf, das ist nur so ein Grundgerüst. Also der erste Wurf ist sozusagen der Impuls, den man einmal reingeht, das Grundbriefing. Jetzt schauen wir, was die KI uns daraus zusammenbaut, was es uns zurückgibt. Und dann sind wir aber eben auch in der Lage, einzelne Bestandteile davon nochmal abzuändern. Also man kann auch nochmal einzelne Würfel austauschen gegen ein anderes Symbol beispielsweise, wenn man einen anderen Zugang haben möchte. Okay, und ich muss aber auch nicht alle nehmen. Nein, du brauchst mindestens 3. Ah, okay. Mindestens 3 und das kann man auch nochmal erwähnen. Also diese Haftnotizen, die sind hier nicht einfach nur so dabei. Man kann auch Texteingaben machen. Wenn man schon spezifische Vorgaben hat oder einen Projektnamen oder ähnliches, dann kann man das einfach draufschreiben. Da gehen auch 3 und mehr, haben wir alle schon getestet. Also das ist im Grunde noch so ein bisschen der eigene Prompt, den man da mitgeben kann, damit es dann halt auch nicht zu abstrakt ist. Also wenn wir jetzt ein Motorradrennen machen wollten, dann könnten wir hier Motorradrennen draufschreiben und dann würde sich das Motorradrennen in unserer Veranstaltung wiederfinden. Okay, das machen wir später nochmal mit Convention Campus und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Genau. So, und jetzt sehen wir schon unsere Seite hier, das Ergebnis. Oben ist also das Briefing-Ergebnis, welche Symbole erkannt wurden. Und wenn man nicht genau weiß, was sich hinter den Symbolen verbirgt, dann kann man also auch einfach mal drauf tippen und dann sieht man, was ausgewählt wurde. Das sind jetzt Smart Robotics, Roboterdrohnen.
Geruchs- und Aromaeffekt. Oder im Booklet nachlesen. Das ist ja auch noch detailliert Genau. beschrieben. Ja. Und ich lese jetzt nicht das ganze Konzept vor. Also Energetic Pulse Quest ist jetzt der Titel, der daraus geworden ist. Mal ist er Deutsch, mal ist er Englisch. Ich gehe jetzt mal unten auf die Funktionen, die jetzt ein bisschen mehr auf das Detail der Umsetzung gehen. Wir haben hier Bildverarbeitungssystem, das Markierungen erkennt und AR-Inhalte freischaltet. Wir haben Herzfrequenzmessungen, steuert die Intensität von Lichtern und Lasern. Das ist dann irgendwie gekoppelt. Lasershows und Nebeleffekte reagieren auf Gruppendynamik. Und Drohnensynchronisation präsentiert Gruppenenergie visuell. Das ist jetzt vielleicht nicht genau das, was man haben will. Und dann kann man einfach mal den Roboter hier rausnehmen oder zum Beispiel, wenn es nicht erlaubt ist, die Drohnen. Ganz genau, ja. Oder wenn wir Pyro-Effekte hier im RMCC haben, dann kann man die auch wieder rausnehmen und das Ganze nochmal neu generieren. Genau, also es geht hier darum, eine Inspiration zu schaffen. Einfach nicht vorm leeren weißen Blatt Papier zu sitzen, im Zweifelsfall, sondern einfach mal darauf loszuwürfeln und ehrlicherweise, es soll auch Spaß machen. Ja? Es soll Spaß machen. Ich spiele einfach damit, ich habe meine Würfel, ich kann die Würfel verändern, ich kann doch einen Text mit dazugeben und dann schaue ich mal, was die KI mir davon zurückwirft und dann passe ich das hinterher nochmal an und ich komme auf jeden Fall immer wieder auf teilweise crazy neue Ideen. Und wie kommt man denn jetzt an so eine Box? Fragen sich jetzt bestimmt ganz viele. Wie bekomme ich die? Ja, also die Box, wir wollen mit Menschen ins Gespräch kommen. Wir wollen mit unseren Kunden ins Gespräch kommen, mit unseren Partnern ins Gespräch kommen und wir wollen auch neue Leute kennenlernen. Also wenn jemand diese Box gerne hätte, dafür ist sie ja da, dann möge man einfach eine kurze E-Mail schreiben an den Jens oder an mich oder allgemein an die Firma Schokopro oder an dich und du leitest es weiter. Ja. Und dann werden wir eine solche Box verschicken oder wenn es in der Nähe ist, dann kommen wir auch gerne mal rum und würfeln gemeinsam ein bisschen. Kann man auch Spaß bei haben. Okay, ja, zum Thema Würfeln und Spaß haben. Wir machen das später noch weiter, würde ich sagen. Also Sie haben hier heute die Möglichkeit, wenn Sie vielleicht tatsächlich gerade eine kreative Idee brauchen, weil die nächste Veranstaltung ansteht, dann können Sie das gleich im Anschluss machen. Aber ich sehe schon, die Annika ist da. Das heißt, die Annika hat eine Frage, beziehungsweise jemand anderes hat eine Frage. Ja, richtig, ist eine Frage eingegangen. Ich muss mal runterscrollen. Also, ja, wie beurteilt ihr denn als die Veranstaltungsprofis die zukünftige Rolle von KI in eurem Arbeitsbereich? Also wir haben ja heute Abend schon eine ganze Menge gehört über KI, über verschiedene Tools und verschiedene Möglichkeiten, die auch einzusetzen, auch im Kontext von Veranstaltungen. Ich glaube, wir werden in der Zukunft sehr, sehr viel konfrontiert sein mit sehr, sehr viel KI. Das wird in allen möglichen Tools, Softwaren und so weiter implementiert sein. Da gibt es vieles, was man nutzen kann. Was wir gelernt haben, wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit dem ganzen Team auch mit KI, wenn es um das Erkennen von Bildern, Erkennen von Gestik, Bewegung und so weiter geht. Wenn es um das Erkennen von Texten geht, Datenanalyse. Also man lernt wahnsinnig viel und die Entwicklung ist so schnell, dass es eine unfassbare Herausforderung ist, mit allen Tools auch irgendwie mitzuhalten. Das heißt, wir glauben, dass in der Veranstaltungsbranche, nicht nur, aber auch, KI ein ständiger Begleiter sein wird und dass wir alle gut daran tun, uns damit zu beschäftigen, sei es als Nutzer oder sei es als Entwickler, weil wir werden das immer häufiger und immer mehr brauchen. Ja, Dankeschön. Sonst habe ich auch keine weiteren Fragen, es sei denn, im Publikum möchte noch jemand gerne eine Frage stellen. Okay, ansonsten, erstmal warten wir auf willige Würfler. Genau, das machen wir aber gleich, bevor es soweit ist, würde ich jetzt euch erstmal Danke sagen für den Einblick und noch 2, 3 Takte weiter. Ja, wir sind fast am Ende unserer Jubiläumsausgabe und ich möchte Sie noch mal bitten, uns Ihre Meinung zur heutigen Veranstaltung kundzutun. Wie hat Ihnen denn die Veranstaltung gefallen? 1 ist sehr gut und 5 wäre jetzt nicht so gut, dann gehe ich jetzt nach Hause.
Also ich würde mich freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung dazu sagen. Oh, da sagt jetzt wirklich jemand 5. Okay, wir gehen weiter. Die nächste Frage. Was haben Sie heute Neues gelernt zum Thema KI? Das würde mich als zweite Frage interessieren. Eben auch mit Ja oder Nein. Haben Sie heute etwas Neues gelernt zum Thema KI? Ich war jetzt etwas schnell, ich weiß. Solange Sie vielleicht abstimmen, möchte ich Ihnen sagen, was ich heute Neues gelernt habe zum Thema KI. Ich nehme 3 Dinge mit. Zum einen, der Einsatz von KI will trainiert sein und in den Alltag integriert werden. Ich denke, das ist so ähnlich wie Fahrradfahren, das lernt man auch nicht von heute auf morgen. Und um es mit Julias Worten zu sagen, es muss auch einen Sinn machen, KI einzusetzen, nicht einfach um des Einsetzens Willens, weil dann hat man auch keine Zeiteffizienz. KI kann auf jeden Fall Denkanstöße liefern, aber man muss immer noch mal drüber lesen. Hätte ich jetzt mein Redeskript komplett der KI überlassen, nachdem ich alles fein säuberlich geschrieben hatte, hätte ich festgestellt, dass mir 2 Fragen rausgeschmissen wurden. Warum auch immer, das mochte die KI nicht. Also man muss schon immer noch mal prüfen und verifizieren. Ja, und KI ersetzt auch nicht die menschlichen Begegnungen, wie wir sie hier haben. Sie kann zwar helfen, sie unvergesslich zu machen, aber der besondere Moment bei Live-Erlebnissen, den hat man tatsächlich nur hier. Ja, und wenn auch Sie Formate mit Live-Erlebnischarakter durchführen möchten, dann kommen Sie doch zu uns nach Wiesbaden. Sie haben die Möglichkeit, hier bei uns im Rhein-Main-Kongresscenter Veranstaltungen durchzuführen, zum Beispiel mit Schokopro als Technikpartner. Wir haben aber auch noch 2 weitere Veranstaltungshäuser in Wiesbaden, zum Beispiel das Kurhaus in Wiesbaden, oder eben auch das Jagdschloss Platte. Dort kann man vor allen Dingen ganz schön im Grünen Veranstaltungen mit Weitblick durchführen. Wenn Sie mehr zu KI erfahren möchten, dann bieten wir Ihnen bei unserer Winter Educational Tour die Möglichkeit, nicht nur die Veranstaltungshäuser und uns kennenzulernen, sondern auch noch bei einem 3-stündigen Workshop KI-Tools zu testen. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben das im Sommer schon gemacht. Das macht ganz schön viel Spaß. Wenn Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchten, was das Convention Wiesbaden-Team für Neuigkeiten hat zu unseren Veranstaltungshäusern oder wenn Sie eben auch zu Veranstaltungen bei uns eingeladen werden möchten oder natürlich Ihr Format bei uns platzieren möchten, dann empfehlen wir Ihnen unseren Newsletter, unser Convention Wiesbaden Quarterly. Ja, und wenn Sie sich nach der Veranstaltung mit unseren Expertinnen und Experten noch austauschen möchten, dann können Sie entweder an das Convention-Postfach eine E-Mail schreiben oder Sie vernetzen sich mit unseren Expertinnen und Experten über LinkedIn. Gerne auch mit uns. Ja, jetzt komme ich fast schon zum Ende unserer Veranstaltung und es gibt immer ganz viele, die eben bei Veranstaltungen mitwirken und die dafür sorgen, dass die Veranstaltung so umgesetzt wird und mit so einer professionellen Technik. Und deshalb möchte ich erstmal unserem Preferred Partner der Firma Schokopro danken, dass sie hier dieses Studio im Foyer Nord aufgebaut haben und auch die Veranstaltung umgesetzt haben. Aber genauso auch möchte ich mich beim Team der Kamerawerft bedanken für die Videoeinspieler, für die Regiebegleitung und eben auch die Durchführung der Veranstaltung vor Ort. Natürlich auch unseren Expertinnen und Experten, der Julia Stechel, die extra zu uns gekommen ist, dem Kai Oehlschläger, Jens Otto, Wolf Issinger und natürlich der Christiane Seelgen und auch meinen Kolleginnen aus dem Convention Wiesbaden-Team, und zwar der Anne Motzki, der Annika Schad-Dieterich und der Charlotte Maxheiner. Ja, und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld, dass Sie hier bei uns im Studio sind, immer mal eine Kamera durchs Bild läuft und das ist sicherlich manchmal nicht ganz einfach, aber so entstehen eben hybride Veranstaltungen. Der eine sitzt hinter den Kulissen und der andere sitzt am Bildschirm. Vielen, vielen Dank für die heutige Veranstaltung und dass Sie mit dabei waren. Und ich hoffe, Sie hatten heute auch viel Inspiration und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen und dass wir gleich noch ein bisschen würfeln können. Vielen Dank und bis bald in Wiesbaden.